Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man das Action Enhancement Kit von Apex Tactical in einer Glock 17 Generation 3 installieren tut. Da vorab zum Sagen, das Set passt in vielen verschiedenen Modellreihen von der Glock von Generation 3 und 4. Die Installation ist eigentlich auch immer gleich. Zu welchen allen es passt, findet ihr im Videobeschreibung. Was ihr für die Installation brauchen könnt, ist einerseits ein 2,38 mm Durchschlag, ein 3,57 mm Durchschlag. Ein Benchblock ist von Vorteil. Was man nicht zwungenermaßen braucht, aber gleich von Vorteil ist, wenn man es griffbereit hat, ist ein Hammer. Jetzt machen wir da schnell ein bisschen Platz. So, die Installation fängt, wie es halt immer anfängt. Sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist. Als erstes tun wir dann das Magazin entfernen und den Schlitten abnehmen. Das macht man, indem man den Schlitten ganz wenig nach hinten bewegen tut. Und dann kann man da die zwei Hebel gegen oben drücken und den Schlitten gegen vorne wegnehmen. Wir zeigen euch zuerst, wie wir die Sachen im Griffstück installieren und nachher gehen wir weiter zum Schlitten. Für das Griffstück brauchen wir unseren Benchblock und dann fängt es damit an, dass wir die 3 Stifte durchdrücken oder durchschlagen. Bei vielen Pistolen geht es wirklich recht leicht, dass man es einfach drücken kann. Ab und zu wird ein Hammer benötigt. Das ist wieder von Modell zu Modell ein bisschen anders. Für das nehmen wir zuerst den kleiner, den 2,38 mm Durchschlag und drücken mal diesen Stift hier durchdrücken. Bei uns geht das wunderbar. Der Hinterstift, der ist aus Kunststoff. Den brauchen wir nachher natürlich wieder. Den tun wir jetzt schön auf die Seite. Bei dem vorderen Stift fangen wir beim oberen an. Den kann man, wie gesagt, meistens auch einfach durchdrücken. So. Der hier ist aus Metall, den brauchen wir natürlich auch wieder. Jetzt beim unteren Stift muss man ein bisschen darauf achten, der wird vom Schlittenfanghebel eigentlich gehebt. Damit man ihn rausnehmen kann, muss man den Schlittenfanghebel ein bisschen nach vorne drücken. Sonst funktioniert das nicht. Auch nicht, wenn man es mit dem Hammer durchschlägt. Also sprich ein bisschen gegen vorne. Und meistens kann man dann da den einfach durchdrücken. Und das machen wir mit dem grösseren, mit dem 3,57 mm Durchschlag. Wenn es nicht geht, dann hat man den Schlittenfanghebel zu wenig oder zu weit gegen vorne. Muss es halt vielleicht einfach 2-3 Mal probieren. Man merkt es eigentlich sofort, wenn es keinen Widerstand hat und dann kommt er auf gut Deutsch von allein raus. Der Stift ist auch aus Metall. Den brauchen wir nachher auch. Das Material und die Formen ein bisschen anders sind von diesen 3 Stiften, kann man sie eigentlich sehr gut unterscheiden. Jetzt nehmen wir den Abzug ein bisschen raus. Das machen wir, indem wir ihn einfach ein bisschen aufdrücken und dann kommt da das Teil auch gerade ein bisschen mit. Ja. Und den Schlittenfanghebel kann man jetzt da einfach rausziehen. Den brauchen wir natürlich nachher auch wieder, darum tun wir jetzt auf die Seite. Den Block, jetzt leicht angelupft, kann man jetzt ungeniert einfach rausnehmen. So. Und jetzt kommt eigentlich der Abzug zusammen mit dem Hinterteil raus. Das geht teilweise am besten, wenn man das da so leicht anlupft von beiden Seiten. Und dann kann man da den ganzen Mechanismus rausnehmen.
Abzug mit der sogenannten Triggerbar ist da eingefädelt. Da kann man einfach, wenn man leicht gegen oben drücken tut, spickt er eigentlich schon so halb raus. Das sieht dann etwa so aus. Da kann man den einfach, muss ihn wieder leicht anlupfen, abwinkeln und dann kann man den ausfädeln. Man muss ihn auch da von den Federn ausfädeln. So sieht. So. Das ist ein bisschen schwer zu zeigen. Kann man da einfach gegen raus. So, die Feder kommt dann nachher wieder so an, dass der Haken da gegen oben schaut, oder? So, das ist der alte Abzug. Den können wir eigentlich komplett gerade auf die Seite tun. Aber als erstes tun wir das Teil hier ersetzen. Der ist eigentlich auch nur reingelegt, blöd gesagt. Den kann man meistens auf der hinteren Seite kann man den leicht rauslupfen. So ein bisschen grübeln. So, geht ein bisschen streng. Voilà. Das ist die alte, die brauchen wir auch nicht mehr. Die ersetzen wir jetzt durch die neue ersetzen. Die erkennt man ganz gut, weil sie Apex drauf gelasert hat. Die kommt jetzt halt natürlich genau so rein, halt, wie die andere drin war. Man sieht es eigentlich auch, es hat eine praktische Führung dran. Da kann man einfach einfädeln, reindrücken. Jetzt können wir unseren Tuning-Abzug mit der Triggerbar installieren. Da müssen wir auch als erstes hier hinten in diesem Löchchen die Federn einhängen. Oder? Da tut man das am besten ein bisschen gegen oben schütteln, dass die Feder wieder rauskommt. Man kann sie auch leicht ziehen, das ist kein Problem. Ein bisschen dehnen ist gut. So. Und dann wird das einfach so eingefädelt. Das halt ist nicht so einfach, wenn man es zeigen tut und gerade gleichzeitig machen tut. So, ist drin. Dann kommt die Feder wieder da rein. Und jetzt müssen wir den natürlich auch wieder einhängen. Da wird einfach die Seite da in diesem Loch eingehängt. Da tut man auch wieder so leicht anwinkeln, ein bisschen gegen vorne ziehen. Gegen runter drücken. Ah, jetzt bin ich ab der Kamera, Entschuldigung. Anwinkeln, runterdrücken und es spickt eigentlich gerade in Position. So, der ist schon wieder zusammen, jetzt können wir den wieder rein tun. Dann haben wir das Griffstück. Tun wir da einfädeln. Der Abzug kommt da schön ins Loch hinein. Wir fangen mit dem Abzug an, dass er reingeht. Dann drücken wir da das ganze Ding gegen runter, bis es klickt. Jetzt tun wir den Block da wieder vorne rein. Der geht auch nur auf eine Art rein, also das kann man eigentlich gar nicht falsch drin tun. So. Jetzt als erstes tun wir den hinteren Stift wieder rein. Das war der, der aus Kunststoff ist. Den kann man meistens einfach auch wieder leicht reindrücken und dann da wieder den 2,38 mm Durchschlag zum so weit reindrücken, dass er auf beiden Seiten etwa gleich tief drin ist. Da vorne müssen wir jetzt zuerst den Schlittenfanghebel wieder einfädeln.
Der kommt da. Links vom Abzug hat es extra kleine Sparte, wo der reinkommt. Da kann man den einfach reinlegen. Jetzt tun wir zuerst den unteren Stift wieder rein. Das ist der dicker. Den tut man am besten von der rechten Seite, also von rechts nach links rein. Da muss man halt einfach den Abzug zuerst schauen, dass er schön in Position ist. Wenn er nicht ist, muss man den halt ein bisschen gegen vorne drücken. Dann kann man hier anfangen, den Stift durchzudrücken. Jetzt bei dieser Position ist da wieder halt der Schlittenfanghebel, der ein bisschen klemmen tut. Da muss man halt von der anderen Seite schauen, dass der in der richtigen Position ist. Und dann kann man den wirklich einfach durchdrücken, ohne Hammer, ohne nichts. So. Der obere Stift, den tun wir auch von rechts nach links rein. Da fangen wir einfach an. Es spielt keine Rolle, man kann ihn nicht verkehrt rein tun. Dann, da muss man dann einfach schauen, dass diese Feder da unten ankommt. Für das am besten wieder den Durchschlag nehmen. Sieht man es da so? Ja. Kann man die Feder gegen unten drücken und den Stift durchdrücken. Und dann würde ich auch bei beiden, beim oberen und beim unteren, schauen, dass er auf beiden Seiten etwa gleich tief drin ist. So, das Griffstück haben wir gemacht. Gehen wir weiter rüber zum Schlitten. Beim Schlitten müssen wir die Rückplatten rausnehmen. Da nehmen wir auch am besten einfach mal einen Durchschlag zur Hilfe und drücken zuerst den Firing Pin ein bisschen hinter und dann hat man da die Hülle da. Kann man die leicht gegen unten drücken und nachdem man die gegen unten gedrückt hat, kann man normalerweise die Platte einfach auf gut Deutsch rausgrübeln. So. Wenn man jetzt da wieder lösen tut, kommt es eigentlich schon halb raus. So. Und jetzt kann man das da einfach rausziehen. So, der Firing Pin. Und jetzt müssen wir ja da den Planger noch rausnehmen. Den drücken wir leicht andrücken. Und dann kann man da das kleine Teil rausgrübeln. Und jetzt kann man den eigentlich einfach rausnehmen. Jetzt die Feder, die in diesem Planger drin ist, die brauchen wir wieder für den anderen. Die kommt einfach da drauf. Jetzt tun wir den Planger einfach da ins Loch hinein. So. Drücken den rein. Seht ihr da? Jetzt können wir den Ejector und Loading Indicator wieder reindrücken. Und kann man wieder loslassen. So. Und jetzt können wir schon bereits den Firing Pin einfach wieder einfädeln. Jetzt müssen wir halt da nochmal schnell drücken und schauen, dass der schön drin ist. Jetzt muss man das einfach die zwei gegen unten drücken, während man
die Rückplatte wieder drauf tut. Geht teilweise halt dann auch wiederum besser, wenn man einen grösseren Durchschlag hat, wo man kann gegen oben drücken kann, wenn es nicht gerade so von Hand geht. Ich probiere es jetzt mal so. Jetzt wir schnell leicht einfädeln. Da. So. Am besten vielleicht so, dass man das so heben tut. Und jetzt kann ich da. Ich nehme jetzt gerade das Endstück vom Durchschlag. Kann ich da runterdrücken. Die Platte ein bisschen weiter bewegen. Jetzt drücken wir den noch reindrücken und dann einfach die Endplatte wieder verschieben. Ist jetzt wieder auch zeigen und machen gleichzeitig ist nicht genau das gleiche, wie man es einfach machen muss. Bis einrasten und klicken tut. Und es ist wieder zusammen. Jetzt können wir bereits den Schlitten wieder auf die Waffe drauf tun. So. Schauen, dass alles schön eingerastet hat. Und jetzt tun wir einfach mal probemässig Abzugsmechanismus laden. Probieren. Es löst aus. Wir probieren, ob der Reset geht. Scheint alles gut funktionieren. Jetzt würde man einfach gleich empfehlen, im Schiesskeller dann zuerst einfach mal mit 1-2 Schuss im Magazin das zuerst erproben. Und wenn man sieht, dass es wirklich ohne irgendwelche Probleme funktionieren tut, dann kann man einfach normal damit schiessen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.